Mit der GoFlux-Mitfahr-App bringen wir Pendel zusammen, die ihre Fahrten teilen können. Das führt zum einen dazu natürlich, dass CO2 eingespart wird. In unserer gesamten Unternehmensgruppe haben wir beispielsweise im September 140.000 Fahrten durchgeführt und das sind CO2-Einsparungen von knapp 560 Tonnen. Darüber hinaus, was gerade sehr entscheidend ist bei den hohen Energiekosten, sparen die Menschen einfach Geld, weil sie die Kosten für die Fahrt teilen. Pkw sind im Schnitt mit 1,1 bis 1,2 Personen nur ausgelastet und wir bringen einfach Menschen, die zur Arbeit fahren, zusammen, sodass hoffentlich irgendwann 2, 3 Personen in diesen Pkw fahren und damit steigern wir einfach die Auslastung der Pkw, reduzieren Emissionen. Unser Hauptcredo bei der GoFlux-Mitfahr-App ist, dass das Organisieren von Fahrgemeinschaften wirklich sehr einfach ist und innerhalb kürzester Zeit funktioniert, weil es ja im Alltag funktionieren soll. Und wir ermöglichen das, weil wir Algorithmen entwickelt haben, unter anderem mit Hilfe künstlicher Intelligenz, sodass wir es den Menschen einfach machen, für Fahrgemeinschaften zueinander zu finden. Die Zusammenarbeit mit dem Kompetenznetzwerk Umweltwirtschaft NRW hilft uns sehr stark, weil wir uns dadurch mit der Politik, mit der Verwaltung, mit anderen Unternehmen sehr gut vernetzen können, auch mit dem ÖPNV, mit dem wir sehr stark zusammenarbeiten. Und wir haben ja das Ziel, Fahrgemeinschaften zu einem natürlichen Bestandteil der alltäglichen Mobilität werden zu lassen. Und da ist es für uns extrem wichtig, unser Netzwerk zu stärken, weil Fahrgemeinschaften an sich funktionieren nur in der Zusammenarbeit. Das ist ja eine sehr kommunikative Art der Fortbewegung und funktionieren für uns vor allen Dingen nur in der Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Wir möchten auf einer Ebene genannt werden mit Carsharing, mit Bikesharing, mit Bus und Bahn, weil wir genauso einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität liefern können. Und dafür brauchen wir zum einen die Reichweite, das heißt die Präsenz in der Politik, in der Bevölkerung, das heißt in den Köpfen der Menschen. Und wir brauchen aber auch die politische, gesetzliche Unterstützung, damit die Gesetze so strukturiert sind, dass Fahrgemeinschaften ein attraktives Produkt sein können.